Hallo liebe Hungrige! Im Kreise meiner Verwandtschaft ist schwedische Apfeltorte fast schon Tradition. Wird also zu allen möglichen Anlässen gern gebacken und gegessen. Ja, und dieser Tage hatte Thomas Geburtstag und nicht nur das. Er ist mit seiner netten, schönen Freundin Sabrina in die erste gemeinsame Wohnung gezogen. Also war Party angesagt. Und was lag also näher, als eine schwedische Apfeltorte zu backen? Nun ist es aber so, dass ich gerade ein paar Tage in einem kleinen Sommerhäuschen verbringe. Alles wunderschön hier, aber die Sache hat einen Haken. Es gibt keinen Backofen. Naja, und Not macht ja nun mal erfinderisch. Also habe ich mir überlegt, wie denn eine Variante der schwedischen Apfeltorte ohne Backen aussehen könnte. Und daran will ich euch nun teilhaben lassen. Wir brauchen dafür Äpfel, am besten eine Mischung aus süßen und säuerlichen Äpfeln, Vollkorn-Butterkekse, Amarettini, diese lecker schmeckenden kleinen Mandelkekse, Eier, Butter, Raspelschokolade und eventuell auch Schokoladendekor, Vanillezucker, Puddingpulver zum Kochen, nach Möglichkeit mit Mandelgeschmack, es geht aber auch Vanille, Zucker, den Saft einer Zitrone und Sahnefest. Und die dazugehörige Schlagsahne brauchen wir natürlich auch noch. Zuerst werden die Äpfel geschält, um sie anschließend raspeln zu können. Und in Abhängigkeit davon, was ihr zum Raspeln verwendet, schält die Äpfel entweder im Ganzen oder viertelt sie dazu. Ich verwende diese Raspel und nachdem alle Äpfel diese absorbiert haben, gieße ich den ausgepressten Saft der Zitrone über die Raspelstücke. Neben der geschmacklichen Komponente hat dies den Vorzug, dass die Äpfel nicht braun werden. Die Butter kommt in einen Topf, wird geschmolzen und anschließend wieder vom Herd genommen, um abzukühlen. Die Vollkorn-Butterkekse und die Amarettini geben wir in einen Gefrierbeutel und verschließen diesen fest. Anschließend die Kekse mit den Händen grob zerteilen und dann ausgiebig mit dem Nudelholz bearbeiten, bis am Ende alles schön zerbröselt ist. Anschließend geben wir die zerkleinerten Kekse in die abgekühlte, aber noch flüssige Butter und verrühren alles gründlich miteinander. Der Boden einer eingefetteten Backform wird mit Backpapier ausgelegt. Auf diesen geben wir anschließend die Keks-Buttermischung, verteilen diese gleichmäßig und drücken diese anschließend mit den Händen fest an. Die geraspelten Apfelstücke werden in einen Topf auf den Herd gestellt, der Zucker wird hinzugegeben, ebenso wie der Vanillezucker und das Puddingpulver, die verquirlten Eier sowie 150 ml Wasser. Alles beständig verrühren, aufkochen und für ca. 3 Minuten köcheln lassen. Danach zum Abkühlen vom Herd nehmen. Nachdem die Apfelmasse abgekühlt ist, wird sie auf den Bröselboden gegeben und gleichmäßig verteilt. Alternativ könnt ihr die Apfelmasse auch noch relativ warm auf dem Boden geben, solltet aber anschließend dann alles noch für ca. 1 bis 2 Stunden abkühlen lassen. In ein passendes Gefäß geben wir die Schlagsahne, beginnen diese zu verrühren und fügen nun die Mischung aus Sahnefest und Vanillezucker hinzu. Anschließend die Sahne weiter steif schlagen. Danach geben wir sie auf die abgekühlte Apfelmasse und verteilen sie gleichmäßig. Sie wirklich richtig glatt zu bekommen ist etwas mühselig. Ich empfehle am Ende nochmal kurz mit einem Tortenheber darüber zu gehen. Und nun wird dekoriert, ringsherum ein breiter Rand mit der Raspelschokolade bestreut und anschließend in der Mitte der Torte Schokoladendekor verteilen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die gesamte Oberfläche mit Raspelschokolade bestreuen. Und schon ist ganz ohne Backen eine schwedische Apfeltorte fertig. Ihr könnt sie nochmal in den Kühlschrank stellen oder gleich verzehren. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass sie euch schmecken wird, denn die Apfelmasse und der leicht nach Mandel schmeckende Boden harmonieren wunderbar miteinander. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und recht guten Appetit!